also Bergführer bin ich seit 2001 habe ich abgeschlossen, genau. Und meine Motivation dafür war, weil ich liebe unterwegs sein in den Bergen, mich überhaupt zu bewegen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem, das ich habe, oder die Hauptmotivation, dass ich mich sehr gerne bewege. Und gerne mit Leuten zusammen bin. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Ja. Meine Verbindung zum Rätikon, speziell an San Antonio, ist, dass ich da seit 19 Jahren auf der Alp bin mit der Familie. Wir hörten hier Kühe. Seit 19 Jahren im Moment auch wieder. Dann gestern Alpaufzug gehabt. Durch das komme ich sehr viel zum Klettern hier. Ich bin sehr nahe. Ich war vorher schon viel, aber seitdem natürlich extrem intensiv an der Routenport und bin, wenn möglich, täglich am Fels. Und das ist super. Also, wir grasen hier die Routen ab. Die ganz schweren sind wir leider, bleiben wir verwehrt. Das sind schwer für mich, aber so Haufen dazwischen. Und kennen es sehr gut. Und es ist Leidenschaft pur. Ja, der Skizahn ist speziell, denke ich, seiner Form, seinem Dasein als einzelne freistehende Nadeln. Wie alle die Nadeln haben eine spezielle Magie, denke ich mal. Es ist extrem ausgesetzt, wenn du oben bist. Es ist viel ausgesetzt als auf einer Wand, weil auf alle 4 Seiten geht es runter. Es ist viel schlimmer oder spannender, sage ich jetzt, als an der Wand zusammen. Es ist leicht schräg, 120 Meter hoch oder so etwas auf der Hinterseite, vielleicht nicht mal ganz, aber sehr schräg, und durch das hat man das Gefühl, von noch mehr ausgesetzt zu sein. Geschichtlich spannend, wir waren früher schon oben hier. Wann genau, weiß ich gar nicht, aber es bald jetzt wahrscheinlich bald 100-jähriges Jubiläum werden es haben. Und sind natürlich auch mit allen IO und mit allen Leuten und Klettern und so, muss man mal da oben gewesen sein. Zusätzlich habe ich hier noch geheiratet, sage ich immer, auf dem Berg. So, jetzt ist es ganz anders, das ist ein bisschen plattiger. Oh je. Ja, das ist ein bisschen andere Art, aber es hat schon greifend drin. Ja, der Teamerfolg oder ja, was der Lerneffekt für unser Team sollte sein, dass man Gebiet kennenlernt, hier, dass man das Rätikon ein bisschen vorstellt, dass man vielleicht in Zukunft auch die Leute ein bisschen mehr motivieren kann, daher zu klettern, Gäste. Im Winter natürlich auch, mit Skitouren, das muss man nicht gross motivieren. Es ist sehr stark belaufen, zum Teil ein bisschen überbelaufen, aber es gibt immer noch versteckte Pünktchen, die unsere Bergführer kennen. Ja, also das Team von Go Vertical heute hier ist natürlich eine grosse Freude. Wir haben das vor Jahren schon mal ein bisschen Serie gestartet mit verschiedenen so Höhepunkten, die wir machen an diesen Betriebsausflügen. Letztes Jahr die Fiamma, jetzt hier. Das ist natürlich cool. Sehr lässig, das Gefühl für das Team und für uns oder für mich persönlich. Und das Team hat super gemacht. Wir haben gegenüber letztes Jahr eine Steigerung, weil es mehr so länger ist. Oder? Du musst mehr investieren, es ist höher ausgesetzt. Man kriegt ein bisschen, wenn man höher lang steht, ist es noch ein bisschen schwieriger als letztes Jahr. Langer Zustieg, streng war heute Morgen auflaufen. Ja, aber das Team hat das super gemacht, tipptopp bis jetzt. Sauber, komm auf! Jemand, der noch nie im Rätikon war oder hier am Skizahn war, würde ich sagen, dass es hier das Amphitheater ist, schlechthin, vom Nordbünden. Es gibt auch andere Ortsbünden, die ein bisschen ähnlich sind, mit dieser riesen Wand hinten dran, mit dieser Skiflur und dann das abgelöste hier. Das ist eigentlich ein Bergsturz, wo wir jetzt hier sind, ein Bergsturzmaterial mit dieser freistehenden Kerze hinter mir. Das ist sehr eindrücklich, fast ein bisschen abweisend auch, mit wunderschönen Farben, vor allem je nach Sonnenstand. Sieht es aus wie Creme. Und darum auch die Skiflur, das Helle, das ist wunderschön. Also von dem her, und mit dem Weitblick und der See unten dran ist das ein wunderschönes Bild zu sehen.